Wir haben sie nicht vergessen, die Autos, die früher überall waren und die heute nirgendwo mehr sind. Wir von der Bremen Classic Motor Show haben euch 3 solcher Typen mitgebracht. Das ist einmal der Fiat Panda in der Urversion, das ist der Opel Rekord D als Zweitürer und das ist der VW 412 LE. Und warum sie heute zu den großen Raritäten der Klassikerszene zählen, das erzählen wir euch jetzt. Der Fiat Panda war der Minimalist unter den Kleinwagen der 80er und 90er Jahre. Das Gegenteil eines Statussymbols, eine Schachtel auf Rädern, ein Behälter. Der Designer Giorgetto Giugiaro sagte, er habe ihn gestaltet wie ein Küchengerät. So ein Auto hebt natürlich keiner auf, wenn es altert. Und der Fiat Panda konnte ganz gut altern. Insbesondere konnte er ganz ordentlich rosten. Natürlich hat keiner das Schweißgerät rausgeholt, um seinen Fiat Panda am Leben zu erhalten. Man hat den in den 80er und 90er Jahren einfach weggeworfen und hat den nächsten gekauft. Das heißt, wenn man heute einen sucht, dann muss man das große Glück haben, dass irgendwo in Italien, irgendwo ein älterer Herr in einem Bergdorf in seiner Garage noch ein unverbrauchtes Exemplar stehen hat. Die deutschen Winter und auch der deutsche Großstadtalltag hat den Fiat Panda komplett von den Straßen gewischt. Weshalb es ein wirkliches Glück ist, ein solches Exemplar wie dieses hier noch zu erwischen. Es ist kein ganz früher Panda, es ist schon der modellgepflegte nach 1986, aber auch der ist natürlich vom Aussterben bedroht, weil ihn niemand aufbewahrt hat. Da kamen modernere Kleinwagen, da kamen schickere Kleinwagen. Da war natürlich der Marktwert dann nach 8 oder 9 Jahren irgendwo im dreistelligen Bereich gelandet. Den Fiat Panda hat man noch nicht mal irgendwo hin exportiert, man hat ihn einfach weggeschmissen. Der Opel Rekord D ist ein Selbstläufer unter den Mittelklassewagen der 70er Jahre. Es ist daran zu ersehen, dass er sich zwischen 1972 und 1977 rund 1,2 Millionen Mal verkauft. Er gilt damals auch als ganz besonders schönes Auto, was natürlich beim Abverkauf hilft. Aber im Wesentlichen der Erfolg kommt vom Rekord in der viertürigen Version als Limousine oder als Caravan. Dann gibt es damals aber auch noch den Zweitürer. Das ist das Nischenmodell für exzentrische Rentner, die ihr Auto nicht für die Familie oder für Geschäftsbetrieb brauchen, sondern nur um am Sonntag so ein bisschen spazieren zu fahren. Das ist der Rekord D, der sich wirklich nur in kleinen Stückzahlen absetzen lässt. Und irgendwann lässt er sich gar nicht mehr verkaufen, nämlich dann, wenn er nach ein paar Jahren in Zahlung geht, denn dann ist der Marktwert auf Null. Meistens sind dann auch die Endspitzen und die Schweller und die Türen so ein bisschen am Rösteln, weil die Korrosion ist seit jeher ein Problem des D-Rekord. Aus dieser Gemengelage ergibt sich, so ein D-Rekord als Zweitürer ist irgendwann komplett weg von der Straße. Und hier in dieser Version, wie wir ihn hier sehen, im Erstlack mit 62.000 Originalkilometern, ist er heute eine Mega-Rarität. Also im Vergleich ein Mercedes 190 SL ist gegen diesen Opel echte Schüttware. Wenn der VW 412 im Jahr 1962 auf den Markt gekommen wäre, dann hätte sich die Welt wahrscheinlich um ihn gerissen. Aber so kam er 1972 als Nachfolger des erfolglosen VW 411 und da war sein Ruf schon ruiniert. Der VW 411 war damals das Auto mit dem serienmäßigen Stammtischwitz, nämlich 411 bedeutet 4 Türen und 11 Jahre zu spät. Und ein bisschen so war es tatsächlich. Die Welt hatte eigentlich auf einen großen Volkswagen gewartet, aber natürlich nicht mehr Ende der 60er Jahre, als alle anderen Konkurrenten in puncto Komfort und in puncto Verbrauch und vor allem Leistung schon enteilt waren. Dann gab es auch noch das Problem mit der Haltbarkeit. Der VW 411 und 412 war ein relativ talentierter Roster. VW hat beispielsweise zur Schalldämmung einen Schaum in die Hohlräume eingebracht, der Wasser gezogen hat. Das heißt, man hat dann sein eigenes Feuchtbiotop mit sich herumgefahren, was dem Leben des Autos natürlich auch nicht besonders zuträglich war. Eine Geschichte, eine tragische Geschichte vom falschen Timing. Es gibt auch richtiges Timing. Wir müssen uns bedanken, wir wollen uns bedanken bei euch der Community, weil dieses Auto
Diese Fahrzeuge kommen von euch, aus euren Sammlungen. Vielen Dank, dass ihr eure Leidenschaft mit uns teilt. Hier auf unserem Kanal der Bremen Classic Motor Show gibt es noch mehr tragische Autogeschichten vom Verschwinden bei der roten Liste der Allerweltsautos Teil 1 bis 8. Und zu jedem dieser 3, die wir hier gesehen haben, haben wir auch ein ausführliches Video mit der ganzen Geschichte, mit der Technik, mit Fahrimpressionen und vielem mehr. Wir freuen uns. Bleibt bei uns, bleibt dran, abonniert uns. Bis bald.